Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Letzte Chance. Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie von Robin Alexander bietet einen tiefgehenden Einblick in die politischen Geschehnisse und Herausforderungen, mit denen Deutschland nach der Ära Merkel konfrontiert ist. Das Buch beleuchtet, wie Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler das Ruder übernommen hat und welche altbekannten wie neuen Konflikte im Land und innerhalb der Koalitionsregierung bestehen. Alexander, einer der renommiertesten Politikjournalisten Deutschlands, schafft es mit investigativer Schärfe und erzählerischer Kompetenz einen Spannungsbogen zu spannen, der nicht nur die politische Elite, sondern auch die Gesellschaft im Ganzen in den Blick nimmt. Seine Analysen sind weder trocken noch zu kompliziert, sondern für ein breites Publikum verständlich aufbereitet und bieten sowohl Hintergrundinformationen als auch pointierte Beobachtungen. In einer Zeit, in der die Demokratie durch Populismus, Polarisation und außenpolitische Krisen wie den Ukraine-Krieg herausgefordert wird, ist es essentiell, die Mechanismen der Macht und die Gefahren für die politische Stabilität zu verstehen. Das Buch richtet sich an alle, die fundiertes Wissen und spannende Einblicke in die aktuelle deutsche Politik suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Lage der deutschen Demokratie. Robin Alexander beginnt mit einer detaillierten Analyse des Zustandes der deutschen Demokratie nach 16 Jahren Angela Merkel. Er schildert, dass viele demokratische Prozesse verkrustet und die Gesellschaft in verschiedenen Lagern tief gespalten ist. Diese Spaltung macht sich nicht nur in politischen Debatten bemerkbar, sondern auch im Umgang mit Werten und Institutionen. Die Demokratie steht aus mehreren Richtungen unter Druck. Von außen durch geopolitische Veränderungen und von innen durch vermehrt auftretenden Rechtspopulismus und das Verschwinden des gesamtgesellschaftlichen Konsenses. Alexander nimmt in diesem Kapitel genau unter die Lupe, wie Institutionen wie Bundestag und Bundesrat auf bröckelnde Prozesse reagieren und welche Defizite offen zutage treten. Dies bildet die Basis für das Verständnis, warum eine Zeitenwende notwendig geworden ist. Zweitens. Olaf Scholz. Der schwierige Neustart. Im zweiten Hauptabschnitt geht der Autor auf Olaf Scholz ein, der als Kanzler in großen Fußstapfen steht. Alexander analysiert die entscheidende Frage: Hat Scholz das Zeug dazu, dem Land einen neuen politischen Kurs zu geben? Dabei beleuchtet er sowohl die persönlichen Eigenschaften des Kanzlers als auch die politischen Rahmenbedingungen, denen Scholz ausgesetzt ist. Themen wie die Bewältigung der Corona-Pandemie, der Umgang mit dem Ukraine-Krieg und die Herausforderungen mit der Energiekrise werden ausführlich behandelt. Alexander stellt klar, dass Scholz auf eine Koalition angewiesen ist, die sich aus sehr unterschiedlichen Parteien zusammensetzt und dadurch große Koordinationsprobleme mit sich bringt. Trotzdem setzt Scholz auf einen pragmatischen, aber oft als zaudernd empfundenen Führungsstil, was die eigene Partei wie auch den Koalitionspartnern immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Drittens. Der Kampf um die gesellschaftliche Mitte. Das dritte große Thema beleuchtet die Auseinandersetzungen um die gesellschaftliche Mitte in Deutschland. Alexander zeigt anhand zahlreicher Beispiele wie Rechtspopulismus, Identitätsdebatten und Politverdrossenheit die politische Stabilität ins Wanken bringen. Die Mitte der Gesellschaft ist nicht mehr selbstverständlich Garant für Stabilität, sondern wird von vielen Seiten attackiert. Besonders eindringlich beschreibt Alexander das Auftreten der AfD und anderer politischer Kräfte am rechten Rand, die systematisch versuchen, Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung auszunutzen. Das Kapitel zeigt auch den Widerstand zivilgesellschaftlicher Gruppen und wie diese versuchen, den Konsens der demokratischen Mitte zu bewahren. Die Konkurrenz um die Deutungshoheit ist zu einem harten Kampf geworden, der mit allen Mitteln geführt wird. Viertens. Die Rolle der Medien und Desinformation. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches beschäftigt sich mit der Rolle von Medien und der gezielten Verbreitung von Desinformation. Alexander analysiert, wie klassische und soziale Medien die politischen Diskurse beeinflussen und teils negativ zugespitzt haben. Insbesondere während der Pandemie und angesichts internationaler Konflikte hat sich gezeigt, dass gezielte Falschinformation als politisches Instrument genutzt wird.
Gleichzeitig stehen die traditionellen Medien unter Legitimitätsdruck, da ihnen ein zunehmendes Misstrauen entgegengebracht wird. Alexander belegt anhand von Fallbeispielen, wie die sogenannte Lügenpresse-Rhetorik und Verschwörungstheorien gezielt die demokratische Debatte schwächen. Zudem beleuchtet er, wie Medienverantwortliche auf neue Herausforderungen reagieren und welchen Beitrag sie zur Stärkung oder Schwächung der Demokratie leisten könnten. Schließlich europäische Dimensionen und internationale Einflüsse. Im 5. zentralen Themenblock erweitert Alexander die Perspektive auf die europäische und internationale Ebene. Deutschland steht als wirtschaftsstarkes und politisch einflussreiches Land im Zentrum zahlreicher Erwartungen, sowohl von Nachbarländern in der EU als auch von internationalen Partnern. Der russische Überfall auf die Ukraine hat die traditionsreiche deutsche Außen- und Sicherheitspolitik erschüttert und einen Richtungswechsel erzwungen. Alexander erläutert, wie eng die deutsche Demokratie mit internationalen Entwicklungen verflochten ist und zeigt die Bedeutung solidarischer Zusammenarbeit in Krisenzeiten. Weiterhin macht das Buch deutlich, dass nur eine stabile demokratische Kultur im Inland Deutschland in die Lage versetzt, auch außenpolitisch glaubwürdig zu agieren. Die Herausforderungen, aber auch Chancen in einer globalisierten Welt werden hierbei präzise dargelegt. Zusammenfassend: Letzte Chance von Robin Alexander ist ein Werk, das weit über die tagespolitische Betrachtung hinausgeht. Es richtet sich an alle politisch Interessierten. Von Studierenden über Berufstätige bis hin zu Entscheidungsträgern, die verstehen wollen, warum Deutschland in einer Schlüsselmoment steckt. Alexander gelingt es, aktuelle Entwicklungen analytisch zu durchdringen und verständlich offenzulegen. Leserinnen und Leser erhalten nicht nur Hintergrundwissen über Kanzler Scholz und die Regierungskoalition, sondern auch eine tiefgreifende Analyse der gesellschaftlichen Spaltungen, der Herausforderungen durch Desinformation und der europäischen Dimension. Das Buch kann vor allem Menschen helfen, die sich für Demokratie und politische Teilhabe interessieren und die Potenziale wie Gefahren der heutigen Zeit einschätzen wollen. Im Vergleich zu anderen Titeln überzeugt dieses Buch durch seine Nähe zu den Akteuren, die journalistische Genauigkeit und kritische Distanz. Dies macht es zum unverzichtbaren Begleiter, um die nächsten Jahre politisch und gesellschaftlich mitzubestimmen und die Weichen für die Zukunft besser zu verstehen. Wenn Sie unterstützen möchten, Robin Alexander, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.